Mein Name ist Philipp Rathner. Ich bin seit über 25 Jahren als People- und Lifestyle-Fotograf in der ganzen Welt unterwegs. Auf Reisen fotografiere ich neben Aufträgen auch freie Projekte für Ausstellungen oder mein Portfolio. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise mit der Fujifilm GFX 100S durch den Hamburger Hafen. Die GFX 100S ist so klein und leicht und kommt mir noch leichter vor als die GFX 50S. Auf Reisen ist es für mich natürlich wichtig, nicht zu viel Gewicht dabei zu haben. Ich fotografiere gerne mit dem GF 50mm Objektiv. Es ist klein, leicht und super kompakt. Dadurch, dass der Sensor der GFX 100S stabilisiert ist, kann ich überall fotografieren, auf dem wackeligen Boot, aus dem Auto oder in anderen bewegten Situationen. Das hilft ungemein, wenn ich unterwegs bin. Die Auflösung des Mittelformatsensors sehe ich natürlich viel genauer, wenn ich mal richtig in die Bilder reingehe, wie bei den Wassertropfen hier, wo man dann plötzlich erkennt, dass sich die Elbphilharmonie und der Hafen spiegeln und auf dem Kopf dargestellt werden. Ich benutze Mittelformat auf Reisen sehr gerne, weil ich Bilder mit einem unfassbar schönen Bokeh realisieren kann. Die Filmsimulation finde ich auch immer sensationell bei Fujifilm. Diesmal habe ich eine neue Filmsimulation, Nostalgisches Negativ, zum ersten Mal ausprobiert und finde die Farbigkeit sehr, sehr schön. Bei dem Fischhändler, den ich fotografiert habe, sieht man, was für tolle warme Hauttöne diese Simulation erzeugt. Und auch die Schatten sind sehr sanft und weich. Es war genial, wie das Licht durch das Fenster schien, was für ein schönes Porträtlicht ich durch die Sonne bekommen habe. Ich konnte gar nicht aufhören zu fotografieren. An diesem sonnigen Tag kann ich natürlich auch den unglaublichen Dynamikumfang des Sensors voll nutzen. Um auf Reisen variabel zu sein, fotografiere ich sehr gerne mit einem Zoom-Objektiv. Für Porträts bin ich allerdings größter Fan der GF 80mm Festbrennweite. Super lichtstark mit Blende 1.7 und ein tolles Bokeh. Wenn ich unterwegs bin, hilft mir diese Kombination aus lichtstarken Objektiven, einem Bildstabilisator, der bis zu 6 Blenden ausgleicht, hohe ISO-Zahlen, die ich ohne Rauschen nutzen kann, sodass ich in vielen Situationen auch ohne Stativ fotografieren kann. Wenn ich mir die Bilder hinterher am Rechner anschaue, bin ich immer wieder erstaunt, was für ein Detailreichtum ich in den Bildern noch entdecken kann. Als Fazit kann ich nur festhalten, wie schön es ist, mit so einem großen Sensor in so einem kleinen und kompakten Gehäuse unterwegs zu sein. Damit kann ich meine Ideen und Vorstellungen in der Fotografie auf Reisen ideal umsetzen.